1775 schrieb Carl Philipp Emanuel Bach einen Brief an Forkel, in dem er den Unterrichtsverlauf seines Vaters wie folgt beschreibt. Den Anfang mussten seine Schüler mit der Erlernung des rein vierstimmigen Generalbasses machen. Hiernach ging er mit ihnen an die Choräle, setzte erstlich selbst den Bass dazu und den Alt und den Tenor mussten sie selbst erfinden. Alsdann lehrte er sie selbst besser machen. Bei der Lehrart und Fugen fing er mit ihnen die Zweistimmigen an und so weiter. Diese Beschreibung teilt Bachs Unterricht in 3 Themenbereichen auf: Generalbass, Choral und Fuge. Jüngst sind bisher unbekannte und unerforschte Quellen aus Bachs Umfeld zum Vorschein gekommen, die ein neues Licht auf seine Kompositionslehre werfen. Vor dem Hintergrund dieser Fund möchte ich heute 3 Thesen aufstellen. Erstens, dass Bachs Generalbasskonzept im Wesentlichen auf dem Johann David Heinichens beruht. Zweitens, dass Choräle mit mehreren Besten eine entscheidende und bisher unerkannte Rolle spielen. Und drittens, dass vermutlich Generalbassfugen zum Einsatz kommen. Alle 3 Themenbereiche haben etwas gemeinsam. Sie sind alle additive Prozesse mit einem wechselnden Fundament. Was bedeutet Fundament in diesem Zusammenhang? Der Begriff bezieht sich auf ein Zeugnis Bachs, in dem er schreibt, der Schüler habe sich bei ihm gar speziell im Klavier, Generalbass und den daraus fließenden Fundamentalregeln der Komposition informieren lassen. Das Zitat wirft aber weitere Fragen auf. Was waren die Fundamentalregeln und wie ergeben sie sich aus dem Generalbass? Eine Suche nach dem Begriff Fundament in den Quellen um Bach deutet gleichzeitig auf verschiedene mögliche Antworten hin. Der Begriff Fundament taucht zum Beispiel im Autograph Bachs verschiedener Canones über die ersten 8 Fundamentalnoten vorheriger Arie auf, deren Titel sich auf die unbezierte Basslinie der Goldberg-Variation bezieht. Bach erwähnt das Wort auch im Klavierbüchlein für Anne Magdalene Bach. Der eigentümliche Akkord einer Fundamentalnote besteht aus der Terz, Quint und Oktave. Ein entlehnter Akkord besteht darin, wenn über einer Fundamentalnote andere Spezies als die ordinären befindet. Auch Carl Philipp Emanuel Bach benutzt in gleicher Weise den Begriff Fundament in seinem Traktat. Der Gesang eines Bassthemas muss eine männliche Annehmlichkeit haben, welche zuweilen aus den übrigen Stimmen der dazugehörigen Harmonie durch eine Brechung derselben oder durch eine Auszierung der Modulation etwas borget, ohne das Fundament zu verstecken. Und Johann Sebastian Bachs Schüler Johann Christian Kittel präsentiert in seiner bisher unerforschten Generalbassschule eine Basslinie auf 2 Arten, sowohl mit Verzierung als auch reduziert auf seine Fundamentnoten. Eine andere Bedeutung des Begriffs findet man in Heinichens früherem Traktat. Darin listet er die fundamentalen Harmonien in einer Tabelle auf, zu der wir gleich zurückkommen werden. Eine ähnliche Auflistung der Figuren Fundamentales gibt es in einem unerforschten Traktat von einem Schüler Pachelbels. Auch dies gehört zu Bachs Umfeld, da Bach ein Enkelschüler Pachelbels war. Als letztes Beispiel dient eine neu entdeckte Quelle von Jakob Adlung, bei dem Kittel auch Unterricht erhielt. Das Manuskript beinhaltet verschiedene Modelle, die verziert werden sollen. Adlung nennt sie Fundamente. Ein neues Fundament zu verschiedenen Veränderungen kann sein, wenn man die 2 vorigen Regeln zusammennimmt, das ist, wenn man per Motum Contrarium die Sechste und Terz allezeit wechselweise nimmt. Zusammenfassend lässt sich ein breites Feld diverser Bedeutungen des Begriffs Fundament feststellen. Daraus hervorgehend schlage ich folgende Definition vor. Bachs Fundamentalregeln umfassen die Regulierung der Bassstimme und der Fundamentalnoten, die aus Fundamentalziffern entstehen. Nun kehre ich zurück zum Beginn des Vortrags, wo ich behauptet habe, dass die 3 Themenbereiche Bachs Kompositionslehre als additive Prozesse mit wechselndem Fundament zu verstehen sind.
Dies liegt nahe, dass das Ziel Bachs Methode das Überwinden der zwei Schwächen der Generalbasspraxis sei. Und zwar erstens, dass man immer vom Bass aufrechnet und dass der Bass immer vorbestimmt wird. Die entsprechenden Ziele Bachs Kompositionslehre scheinen zu sein, dass man erstens auch von einer Oberstimme hinabrechnen kann und dass man ein eigenes Fundament erfinden kann. Da im Generalbass der Bass immer vorgegeben ist, rechnet man sozusagen von unten nach oben. Bei den Chorälen wird dieser Vorgang auf den Kopf gestellt. Bei einer Generalbassfuge wechselt ständig die vorgegebenen Stimmen. Und schließlich geht man davon aus, dass Bachs Schüler eventuell ihre eigenen Themen erfinden müssen. Ziel dieser Einführung in Bachs Lehrmethode war es, den Weg für den Rest des Vortrags zu bereiten, wo ich auf jeden Themenbereich näher eingehen werde. Wie schon erwähnt, behaupte ich, dass Bachs Generalbasskonzept mit dem Heinichens übereinstimmt. Hinweise darauf sind folgende. Bach verkaufte Heinichens Traktat von 1728. Beide haben explizit den Generalbass, also das Fundament der Komposition, bezeichnet. Carl Philipp Emanuel Bachs Kompositionslehre ähnelt Heinichens und er bestätigt, in der Komposition und im Klavierspielen habe ich nie einen anderen Lehrmeister gehabt als meinen Vater. Und die anonyme Generalbasslehre von 1738, die aus Bachs Umfeld stammt, übernimmt Heinichens Tabelle der Generalbassziffern von 1711. Dieser letzte Punkt ist meines Wissens eine Neuentdeckung. Heinichens Tabelle haben wir schon gesehen, weil sie die fundamentalen Harmonien zusammenfasst. Sie wurde fast wortwörtlich in die anonyme Generalbasslehre übernommen. Dies deutet darauf hin, dass jemand an der Thomasschule, möglicherweise ein Präfekt unter Bachs Leitung, direkt aus Heinichens Traktat abschlägt. Wenn wir also Bach als eine Quelle betrachten, Heinichen, als eine Quelle betrachten, die Einblicke in theoretische Konzepte des direkten Bach-Umfelds liefert, taucht folgende Frage auf. Was war Heinichens Generalbasskonzept? Dies können wir mit zwei Begriffen zusammenfassen. Zwar sind die Termini selbst nicht in Heinichens Traktat zu finden, oder Traktate zu finden, trotzdem werden sie sich als nützlich erweisen. Ich bezeichne die als die Kontrapunktfunktion und die Stufenfunktion. Erstere umfasst Heinichens Dissonanzkonzept, letztere sein Konsonanzkonzept. Kontrapunktfunktion bestimmt, ob ein Ton in seiner Bewegung eingeschränkt oder frei ist. Stufenfunktion bestimmt, ob auf einer Bassstufe ein Grund- oder Sextakkord steht. Heinichens Generalbasskonzept besteht aus einer hierarchischen Kombination beider Begriffe. Man geht von der lokalen Tonart aus und bestimmt dadurch die Bassstimme, die Bassstufe, welche mit der Stufenfunktion zu tun hat. Dazu kommen aber auch primäre und sekundäre Intervalle, die zusammen die Kontrapunktfunktion bestimmen. Lassen Sie uns als erstes die Kontrapunktfunktion angehen. Für Heinichen ergeben sich alle Dissonanzen aus zwei Kategorien, Synkopatio und Transitus. Das Wort Fundament betreffend ist es von Bedeutung, dass Christoph Bernhard diese zwei Dissonanzarten als fundamentale Figuren bezeichnet. In der Tat behält Heinichens Traktat trotz seiner Neigung, die Abschaffung der Tradition zu predigen, immer noch einen Fuß in der überlieferten Kompositionslehre des 17. Jahrhunderts bei. Seine Verknüpfung zu dieser Tradition liegt darin, dass Heinichen dissonante Akkorde als im Kern zweistimmig mit hinzutretenden Füllstimmen versteht. Wie bekannt besteht ein zweistimmiger Synkopatio-Kern aus Agens und Patiens Stimmen. Der Agens hat eine freie Kontrapunktfunktion, weil sie während der Auflösung des Patiens zu einer anderen Konsonanz fortschreiten darf. Dazu kommen zwei Füllstimmen, wie in diesem Fall eine Quarte und Sechste, egal ob die Füllstimmen
Egal, ob die Füllstimmen primäre Dissonanzen sind, bleibt ihre Kontrapunktfunktion immer frei, da sie am zweistimmigen Kern nicht beteiligt sind. Die Frage der Bewegung in der Agensstimme wird später zum Kernpunkt der Bestimmung des Bass fundamental, wie zum Beispiel in Könbergers Aufteilung zwischen zufälligen und wesentlichen Dissonanzen. Aber die Suche nach einem Grundton in diesen dissonanten Akkorden lenkt von einer zugrunde liegenden allgegenwärtigen Synkopatio-Struktur ab. Das Wesen der Dissonanz bleibt unverändert, egal ob sich die Agensstimme bewegt oder nicht. Kritiker Heinichens grundtonlosen Konzepts könnten einwenden, dass primäre Intervalle für die Bestimmung der Kontrapunktfunktion nicht ausreichen. Dies ist in der Tat so. Deshalb war die Krone der schon erwähnten gedanklichen Pyramide das sekundäre Intervall eines Akkords, was natürlich durch Generalbassziffern nicht direkt angezeigt wird, aber trotzdem wirkend bleibt. Zwei bekannte Fälle verdeutlichen das gegenseitige Ineinandergreifen der primären und sekundären Intervalle. Im ersten Fall eines Quint-Sechstakkords gibt es eine reine Quinte gegen den Bass, der aber trotz der primären Konsonanz als Dissonanz behandelt wird. Im zweiten Fall, einer sogenannten Cadenza doppia, gibt es eine reine Quarte, die als quasi konsonante Vorbereitung der Synkopatio dient. In beiden Fällen sind es die sekundären Intervalle, nicht die primären, die die Kontrapunktfunktion bestimmen. Nun gehen wir zur zweiten Funktion über, die Stufenfunktion. Dies umfasst Heinichens Konsonanzkonzept durch sein Schema. Das Schema bestimmt, ob auf einer Bassstufe ein Grund- oder Sechsakkord steht. Heinichen hebt zwei Unterschiede hervor, warum Gasparinis und Rameaus dissonante Oktavregel seinem Schema unterlegen sei. Erstens, Heinichens Schema enthält ausschließlich Konsonanzen, sodass ihre Kontrapunktfunktion immer frei bleibt. Dies ermöglicht den zweiten Unterschied, dass die Reihenfolge der Akkorde des Schemas frei wählbar ist. Diese zwei Unterschiede spielen eine zentrale Rolle in Heinichens Kompositionslehre. Entscheidend dabei ist, dass Heinichen die Komposition der Improvisation gleichsetzt. Dazu schreibt er: Alles, was nun in den vorherigen Paragraphen vom Komponieren gesagt worden, das gilt auch hier vom Präludieren, weil extempore Präludieren und Komponieren all hier einerlei ist. Was war aber Heinichens Improvisationslehre? Sie ist nichts anderes als eine Kombination der Kontrapunkt- und Stufenfunktion. Er beschreibt die prime Fundamente zum Präludieren auf folgende Weise, wobei das Wort Fundament wieder auftaucht. Der Lehrgang beinhaltet 4 Schritte, die 2 Faktoren permutieren: schrittweiser oder sprungweiser Bass, mit oder ohne Dissonanzen. Schritt 1 ist die Koppelung der Schemata in allen nahen Tonarten. Dabei fehlen aber sowohl Sprünge als auch Dissonanzen. In Schritt 2 werden Sprünge eingeführt. Schritt 3 führt Dissonanzen überall im Schema dort ein, wo die Oberstimme sich schrittweise abwärts bewegt, weil sie sich dadurch auflösen kann. Letzter Schritt ist die Mischung sowohl von Sprüngen
als auch von Dissonanzen. Und er geht davon aus, dass man dann in D-Moll und allen nahen Tonarten so weitermachen würde. Was für Beweise gibt es aber wirklich, dass Bach jemals an solch einer Pyramide gedacht hat? Beweis, dass Bach wenigstens die ersten 3 Schichten des Konzepts benutzt hat, liefert ein Manuskript von Bachs langjährigem Schüler Bernhard Christian Kaiser. Darin versah Kaiser die C-Moll-Fuge aus dem wohltemperierten Klavier sowohl mit Bassstufen als auch mit Generalbassziffern, das heißt primäre Intervalle. Diese Quelle bestätigt außerdem, dass der Generalbass der wirksame Denkansatz auch in der linearen Gattung der Fuge blieb. Später kehren wir zum Thema Fuge zurück. Zuerst werden wir aber Choralharmonisierungen in Bachs Umfeld ansprechen. In den letzten Jahren sind verschiedene Quellen aufgetaucht, die ein neues Licht auf die Rolle des Chorals in Bachs Kompositionslehre werfen. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Sidley-Choralbuch, das auf Bachs Schülerkreis im Raum Dresden um ca. 1735 zurückzuführen ist. Ich habe in anderen Veröffentlichungen für eine klarere Unterscheidung der Gattungen des Chorals in Bachs Umfeld plädiert. Auf der Folie sehen wir die gleiche Melodie sowohl in den Choralbuch als auch in den Choralgesanggattungen. Die Choralbuchgattung benutzt Außenstimmen und Generalbass, um einen Gerüstsatz für die improvisierte Begleitung der Gemeinde im Gottesdienst zu schaffen. Choralgesänge sind hingegen vierstimmige Sätze für Singstimmen und stammen aus Bachs Kantaten und Oratorien. Seit Körnberger setzt die historische Pädagogik fast ausschließlich solche Choralgesänge ein. Eine zunehmende Zahl von Quellen deutet jedoch darauf hin, dass die Choralbuchgattung eine zentrale Rolle in Bachs Pädagogik gespielt hat. Zu dieser Neuorientierung kommt die Tatsache, dass viele dieser Quellen mehrere Bässe unter einem Choral angeben, wie dieses Manuskript von Körnbergers Schülerkreis. Hier sehen wir eine solche Quelle von Kittel. Auf der Folie sind einige bisher bekannte Quellen mit mehreren Bässen abgebildet. Es gibt mindestens 2 Generationen von Bach-Schülern, die diese Tradition fortführten. Besonders Kittel scheint eine zentrale Figur gewesen zu sein. Dies ist wegen folgendem Zitat von Bedeutung. Kittel schreibt, dass die Methode, welche ich mich beim Unterrichte zu bedienen pflege, ganz nach bachischen Grundsätzen geformt ist und dass ich ihre Güte durch eine mehr als 50-jährige Erfahrung im Unterrichte erprobt habe. Interessant ist auch ein Bericht von Kittels Neffe, Johann Wilhelm Hessler, über seinen Unterricht mit seinem Onkel. Weiterhin musste ich Choräle in 4 Stimmen aussetzen, wo mir anfänglich die einer jeden Stimme eigentümlichen Schlussfälle nicht zu wenig zu schaffen machten. Die Folie bildet Heinichens Beschreibung solcher Schlussfälle ab. Sie sind die traditionellen Klauseln, jedoch mit vertauschten Namen. Die nächste Folie zeigt Kittels Analyse einer Melodie anhand dieser Schlussfälle. Er schreibt, heraus ergibt sich, dass jede stufenweise Fortschreitung des Gesangs aus aneinandergereihten Schlüssen besteht, mithin in anderen Tonarten. Etwas hier umblenden.
Eventuell gibt Kittel diese Harmonisierung an, was eine Art Oktavregel für den Diskant ist. Auf eine nicht ganz eindeutige Weise leitet Kittel diese standardisierten Bassstufen für jede Stufe im Choral aus den vorherigen Klauseln ab. Es ist nicht ganz klar, wie er das macht. Diese Idee der standardisierten Bassstufen weist Potenzial auf und führt mich daher zu der Frage, ob ich diesen stufenbasierten Ansatz irgendwie verfeinern könnte. Das Resultat ist auf der Folie zu sehen. Dahinter steckt eine Art Umkehrung der ursprünglichen gedanklichen Pyramide, die sich nicht nach der Bassstufe, sondern nach der Oberstimme richtet. Dieses Beispiel dreht Heinichens Schema sozusagen auf den Kopf, sodass man erst mit einer Stufe in der Oberstimme anfängt und danach die möglichen Basstöne von dem Schema ableitet. Dazu können wir auch zurückkommen. Tut mir leid, dass es ein bisschen klein ist. Nun möchte ich kurz eine statistische analytische Auswertung von Chorälen schildern. Choralbücher mit mehreren Besten, wie die auf der Folie, taugen sehr gut zu solch einer Analyse. Die Folie zeigt meine vorläufigen Ergebnisse nach der Analyse der ersten 1105 Choralzeilen aus dieser Quelle. In der obigen Reihe sieht man die 7 am häufigsten erscheinenden Endungen. Sehr schwierig zu sehen, sorry. Die linke Reihe zeigt die dazugehörigen Bassstufen. Zum Beispiel gegen 33% der Choralphrasen enden mit dem Tenorklausel oder 3-2-1. 145 Mal steht Kittel die Bassstufen 1-5-1 dazu und so weiter. Ich kann das auch vielleicht nachher größer machen. Nun kommen wir zum letzten Punkt, der Fuge. Zuerst möchte ich aber kurz der Frage nachgehen, wie man die Kluft zwischen Chorälen und Fugen überbrücken kann. Noch einmal liefert ein Schüler Kittels wichtige Hinweise darauf. Christian Heinrich Rinck beschreibt seinen Unterricht bei Kittel auf folgende Weise. Die ersten Übungen im vierstimmigen Satz bestanden im Aussetzen von Chorälen und Generalbass-Exempeln. Hierauf müsste ich mehrere Bässe zu einer gegebenen Melodie erfinden lernen. Nachdem ich hierinnen eine ziemliche Fertigkeit erlangt hatte, wurde zum zweistimmigen Satz geschritten. Ebenfalls wurde dabei eine Choralmelodie zum Grunde gelegt, welche ich zuerst Note gegen Note, dann in 8., 16. punktierten Noten, Triolen bearbeiteten, auch öfters die Melodie in ungeraden Taktarten bringen oder die Melodie selbst zum Bass machen müsste. Ein Manuskript aus Rincks Nachlass zeigt genau, wie dieser Ansatz voranging. Im ersten Beispiel sieht man, dass Rinck die Tenor- und Diskantklauseln einsetzte. Im zweiten kommt danach die Bassklausel dazu. Danach folgt ein vierstimmiger Satz mit einer Altklausel dazu und dann wird jeder in 18., 16. und so weiter ausgearbeitet. Das letzte Beispiel ist besonders interessant, weil der Satz mit Imitationen arbeitet. Könnte dieser Lehrgang als Brücke zur Fuge dienen? Eine andere Möglichkeit, um eine Brücke von Choral zu Fuge zu schaffen, findet man in Pachelbels Schülerkreis. Es gibt zum Beispiel eine bisher unerforschte Quelle von einem Schüler Pachelbels, worin er beschreibt, wie man die ersten 2 Themeneinsätze einrichtet. Ganz ohne Kommentar geht er davon aus, dass das Fugenthema aus einem Choral übernommen wird. Diese Technik führt anscheinend zu der Art von Fugen, die man in der Weimarer Tabulatur findet, die auf Pachelbels Unterricht zurückzuführen ist. Diese Stücke sind kaum als Fugen zu bezeichnen, weil sie eher italienischen Intonationen oder süddeutschen Versetten ähneln, außer dass die Melodien evangelisch sind. Danach folgt immer ein Choral mit einem bezifferten Bass, um die Gemeinde zu begleiten. Was, wie Kaisers Generalbassanalyse besagt, die methodische Nähe zwischen Generalbass und Fuge aufzeigt. Ich kann das auch nachher spielen. In den letzten Jahren sind zahlreiche Generalbassfugen aus Bachs Umfeld zum Vorschein gekommen, wie auf der Folie zu sehen ist.
Dazu kommt, dass ich vor ein paar Monaten entdeckt habe, dass eine Quelle aus Rinks Nachlass viele der gleichen Generalbass-Präludien und Fugen wie das sogenannte Langlots-Manuskript enthält. Bisher konnte ich weder den Komponisten noch den Schreiber dieser Quelle identifizieren. Da aber die Quelle aus Rinks Nachlass stammt, könnte sie möglicherweise auf Bachs Umfeld zurückzuführen sein, zumal Rinck sehr viele Abschriften Kittels besaß. 15 der 17 Stücke in der neuen Quelle tauchen im Langlots Manuskript auf, was die Behauptung untermauert, dass Generalbassfugen im Umfeld von Bachs Schülern benutzt wurden und möglicherweise eine Rolle auch bereits in Bachs Kompositionslehre spielten. Das Langlots Manuskript enthält 61 Generalbass-Präludien und Fugen, die August Wilhelm Langlots, der vermutlich ein Schüler Kittels war, abschrieb. 8 dieser Stücke stammen von Gottlieb Kirchhoff, der mit Bach persönlich bekannt war. Eine Fuge stammte von Nied, einem Schüler von Johann Nikolaus Bach in Jena, was weiterhin auf Bachs Umfeld hindeutet. Die Folie zeigt ein Faksimile des letzten Stückes aus der neuen Quelle, welches sich nicht im Langlots Manuskript findet. Dies ist auch im Handout zu sehen. Und damit kommen wir zurück zur anfänglichen These. In einer Generalbassfuge wechselt das Thema oder das Fundament zwischen dem Bass und den Oberstimmen. Auf diese Weise muss der Schüler dazu fähig sein, sowohl vom Bass hinauf als auch von der Oberstimme hinab zu denken. Das Erreichen der nächsten Stufe, ein Fugenthema selbst zu erfinden, ist nicht weiters kompliziert, besonders wenn das Thema einem Choral entspringt. Somit scheint es also ein Hauptziel Bachs dreiteiliger Kompositionslehre die praktische Vielseitigkeit war, insbesondere das Überwinden der Schwächen der Generalbasspraxis. Wie ich im Laufe des Vortrags argumentiert habe, scheint es so, als ob Bach vermutlich Aspekte aus Heinichens Traktate in seinen Unterricht eingearbeitet hat. Viele neue Quellen deuten darauf hin, dass Choralharmonisierung mit mehreren Besten auch dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Schließlich liefert die neue Quelle einen guten Beweis, dass Generalbassfugen möglicherweise in Bachs Unterricht eingesetzt wurden. Im Licht dieser Neuigkeiten ist es möglich, unser Verständnis von Bachs Kompositionslehre neu zu überdenken. Zum Abschluss des Vortrags möchte ich Ihnen das Stück im Handout vorspielen, was auch da zu sehen ist. Das ist natürlich nur der Bassstimme. Kriegen wir eine für die erste Reihe oder vielleicht? Vielen Dank.